Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Anne Gellinek. Guten Abend. Es war eine erleichterte SPD, die Olaf Scholz heute Vormittag nach dessen Parteitagsrede stehend applaudierte. Erleichtert, weil der Kanzler nicht den spröden Scholzomaten gab, wie sonst schon mal. Für seine Verhältnisse fast emotional bespielte Scholz die gesamte Klaviatur sozialdemokratischer Lieblingsthemen. Der Sozialstaat, eine Errungenschaft, die bewahrt werden muss. Die SPD, Partei der arbeitenden Menschen. Gegen Rechtsextremismus setzt er Anstand und Zuversicht. Ach so, und für den Haushalt findet der Kanzler auch bald eine Lösung. Konkreter wurde es allerdings nicht. Lars Bonsack aus Berlin. Stehende Ovationen für den Bundeskanzler nach einer 50-minütigen Rede, in die seit Tagen hohe Erwartungen gesetzt worden waren. Würde es Olaf Scholz schaffen, seine Partei mitzunehmen, gar aufzubauen? Ganz offenbar auch mit Schmeicheleien. Wer ein bisschen in den Geschichtsbüchern dieser Republik blättert, der wird feststellen, eine so gute, abgestimmte, solidarische Kooperation zwischen den ganzen Strukturen der Sozialdemokratischen Partei, das haben wir selten so gut geschafft. Danke dafür. Das ist die Grundlage für die Kraft, die wir für die Zukunft brauchen. Doch diese Geschlossenheit hatte in letzter Zeit Brüche bekommen. Die Umfragezahlen der SPD sind miserabel, die des Kanzlers noch mehr. Und über allem schwebt dann noch die Haushaltskrise, die mittlerweile eine veritable Regierungskrise ist. Eine Angst nimmt Scholz seinen Genossen. Es wird in einer solchen Situation keinen Abbau des Sozialstaats in Deutschland geben. Die SPD schärft ihr soziales Profil und der Kanzler zieht mit. Forderungen der Union, aber auch des eigenen Koalitionspartners FDP, das Bürgergeld zu beschneiden, erteilt Scholz eine klare Absage. Ein Gesetz, das der Deutsche Bundestag beschlossen hat, mit den Stimmen der CDU/CSU. Ein Gesetz, das der Bundesrat gebilligt hat, in dem eine Formel drinsteht, die gesetzeskonform durchzusetzen ist ein Gesetz, das für sich eine ganz große Legitimationswirkung hat. Und man muss in solchen Situationen auch mal widerstehen. Mit seinen Ansagen dürfte Scholz die Verhandlungen über den Haushalt mit FDP und Grüne nicht leichter gemacht haben. Seine Partei allerdings hat er damit hinter sich geschart. Es war eine sozialdemokratische Rede eines sozialdemokratischen Kanzlers. Er hat klare Worte gefunden. Ich glaube, das hat man auch hier im Saal bei den Delegierten gemerkt. Er hat viele Themen angesprochen, die uns allen am Herzen liegen, die uns wichtig waren. Er hat eher den Macher rausgekehrt als den Moderator. Muss er auch hier an dieser Stelle? Ich würde mir aber wünschen, dass er auch als Kanzler öfter mal den Macher herausstellt und nicht so sehr moderierend ist. Zweifel am Kanzler und seinem Kurs allerdings kommen weiter von den Jusos. Olaf, du hast mal gesagt, wer Führung bestellt, soll sie bekommen. Hiermit bestelle ich sie. Und wir warten dringend auf Lieferung. Heute also sprach mehr der Genosse Olaf und weniger der Kanzler Scholz. Die meisten Sozialdemokraten hat das überzeugt. Die Haushaltskrise ist damit aber nicht gelöst. Das Loch im Bundeshaushalt klafft also weiter, was bereits die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder beeinflusste. Die Arbeitgeber fürchten, dass der nun klamme Bund seine Zuwendungen an die Länder kürzen könnte. Die Gewerkschaften dagegen wollen den öffentlichen Dienst mit höheren Gehältern attraktiver machen. Viele Stellen sind unbesetzt. Am Mittag einigten sich die Tarifpartner. Weitere Streiks, zum Beispiel in Krankenhäusern, sind damit abgewendet. Nicola Albrecht aus Potsdam. Schichtdienst und Wochenendarbeit sind für Straßenmeister Christian Schmidt und Ronny Zimmer normal. 7 Tage die Woche sorgen sie und ihre Kollegen rund um die Uhr dafür, dass Brandenburgs Straßen sicher sind. Der Straßenverkehr nimmt zu. Wir haben viele Kollegen, die eben dicht an der Fahrbahn ihren Job machen und die Gefahr jeden Tag mitschwebt. Jacqueline Schwarz kümmert sich wiederum darum, dass die Gartenanlagen von Schloss Sanssouci in Potsdam zu jeder Jahreszeit gepflegt sind. Ich will ja auch nicht sagen, dass man schlecht verdient. Ne? Also man verdient schon in einer Stiftung sehr gut. Ne? Aber trotzdem bleibt ja nicht aus, dass trotz die Steigerung, die Inflationsrate ist hoch und wie gesagt, Lebensmittel sind teurer, alles wird teurer und irgendwo will man ja auch ein bisschen Lebensqualität behalten.
Sie alle sind Angestellte der Länder und haben nun monatelang auf höhere Löhne gehofft oder dafür gestreikt und demonstriert. Und Verdi-Chef Frank Wernicke hat die Nächte durch für sie verhandelt. Erleichterung heute Mittag in Potsdam, doch noch einen Tarifabschluss erreicht zu haben. Insgesamt ist das ein Ergebnis, mit dem die Beschäftigten der Länder Anschluss halten. Es ist ein Tarifergebnis, was die Beschäftigten sich selbst erkämpft haben. Und es zeigt, Gewerkschaften wirken. Die Länder kostet der Tarifabschluss 23,9 Milliarden Euro. Es sei ein sehr teures Geschenk zum zweiten Advent. Natürlich ist der Kompromiss für uns schwierig. Und zwar, das ist, glaube ich, keine Neuigkeit, die Haushalte jetzt auch erst recht nach dem Karlsruher Urteil, nicht nur auf der Bundesebene, sondern auch auf der Landesebene. Und wir spüren die Auswirkungen überall, im Krisenmodus ist. Und so sieht der Abschluss für die insgesamt 1,1 Millionen Beschäftigten aus. Zum Ausgleich der Inflation erhalten sie steuerfreie Sonderzahlungen von insgesamt 3.000 Euro. Ab November 2024 gibt es dann 200 Euro mehr Lohn und ab Februar 2025 soll der Lohn dann um 5,5% steigen. Die Laufzeit beträgt 25 Monate. Gärtnerin Jacqueline Schäfer ist damit zufrieden. Ich würde sagen, dass wir wirklich einen super guten Abschluss gemacht haben, dass wir wirklich diese 3.000 Euro Inflationszuschuss bekommen. Da waren wir ja alle so ein bisschen im Zweifel, ob dieser Betrag dann auch ausgezahlt wird, und da ist man schon sehr glücklich drüber. Wird der Abschluss wie üblich nun auch auf die Beamtinnen und Beamten übertragen, bekommen mehr als 3 Millionen Beschäftigte mehr Geld. Auf der Weltklimakonferenz in Dubai steigt an diesem Wochenende die Nervosität. Die Verhandler, unter ihnen die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, sind bei der entscheidenden Frage angekommen. Nämlich, ob diese Konferenz tatsächlich der Anfang vom Ende fossiler Energien sein könnte. Ausgerechnet in einem Ölstaat mit einem Chefverhandler, der selbst Ölmanager ist, soll der Ausstieg aus Kohle, Gas und Öl beschlossen werden? Unser Klimareporter Andreas Stamm ist für uns in Dubai. Guten Abend, Andreas. Die ölexportierenden Länder haben ja jetzt offenbar Panik bekommen und sich in die Verhandlungen eingeschaltet. Was heißt das für einen möglichen Ausstieg aus Öl und Gas? Ja, dass es jetzt wirklich um die Wurst geht. Denn bislang konnten sich die erdölfördernden Staaten ja relativ entspannt zurücklehnen, wenn es um die Weltklimakonferenzen ging. Viel heiße Luft, aber nichts, was wirklich deren Geschäftsmodell und deren Reichtum bedrohen könnte. Das war der allgemeine Anspruch, der da geäußert wurde. Und das hat sich jetzt geändert. Und dafür würde ich 3 gewichtige Gründe nennen. Erstens, die Wissenschaft und die düsteren Prognosen, was den Klimawandel und die Folgen angeht, die werden immer messbarer, spürbarer, sehbarer. Zweitens, erneuerbare Energien sind mittlerweile wettbewerbsfähig in großen Teilen. Da ist noch nicht jedes Problem gelöst. Aber man hat eben das Gefühl, dass man auch ohne Öl, Kohle und Gas vorankommt und dass eben die Menschheit nicht zurückgeworfen werden würde in die Steinzeit. Und drittens, da ist dieser COP-Präsident, der scheint es ernster meint mit diesem Ausstieg, als es vielen der Erdöl exportierenden Staaten lieb sein könnte. Und das ist natürlich eine große Überraschung, denn er ist ja auch in seinem eigentlichen Job der Lenker eines der größten staatlichen Ölkonzerne der Welt. Und das alles zusammen gibt halt diese Melange. Aber am Schluss kommt natürlich das große Aber. Es gilt das Einstimmigkeitsprinzip. Ein Staat kann alles blockieren. Die OPEC hat ihre Mitglieder schon zu einem Veto aufgefordert. Also da sind noch unglaublich viele Unabwägbarkeiten. Aber eins ist zumindest sicher, hier werden jetzt hinter den Kulissen tagelang die Fetzen fliegen. Bis mindestens Dienstag wird noch verhandelt. Für uns wird Andreas Stamm das weiter berichten. Danke nach Dubai. Und weil es in Dubai jetzt schon 2:30 morgens ist, haben wir das Gespräch am Abend aufgezeichnet. Hier geht's weiter mit den Nachrichten und mit Heinz Wolf. Nach dem Veto der USA gestern am späten Abend gegen eine UN-Waffenstillstandsresolution hat Israel seinen Militäreinsatz im Gazastreifen fortgesetzt. Die Hamas erklärte, sie habe Israel weiter mit Raketen beschossen. Die Versorgung der Menschen im Gazastreifen steht nach Angaben von Hilfsorganisationen vor dem Kollaps. Der Vizedirektor des Welternährungsprogramms sprach von einer unhaltbaren Situation.
Papst Franziskus hat 2 neue deutsche Erzbischöfe ernannt für die vakanten Erzdiözesen Paderborn und Bamberg. Herwig Gössel übernimmt die Leitung des Erzbistums Bamberg, wo er bislang Weihbischof war. Und der bisherige Mainzer Weihbischof Udo Benz wird künftig das Erzbistum Paderborn leiten. In der EU soll der Einsatz von künstlicher Intelligenz mit weitreichenden Vorgaben reguliert werden. Und damit werde die EU, so hieß es aus der Kommission, weltweit zum Vorreiter. Das Gesetz sieht unter anderem vor, die Kennzeichnung von KI-Inhalten. Bei besonders risikoreichen Anwendungen die letzte Kontrolle durch Menschen. Und verboten wird unter anderem massenhaftes Auslesen von Gesichtsbildern aus dem Netz. In diesem Jahr ist alles anders beim jüdischen Lichterfest Chanukka. Der Terrorangriff der Hamas auf Israel hat auch das Leben jüdischer Gemeinden in Deutschland verändert. In Berlin kam der Kanzler demonstrativ zum Brandenburger Tor, um zusammen mit der jüdischen Gemeinde die erste Kerze des Chanukka-Leuchters zu entzünden. Aber wie geht es Jüdinnen und Juden abseits des politischen Scheinwerferlichts? Petra Otto zeigt uns, was Stuttgart unternimmt, damit Juden sich sicher fühlen können. Licht verbreiten als Zeichen der Freiheit, so dass alle es sehen. Der Brauch beim jüdischen Chanukka-Fest. Mitten auf dem Stuttgarter Schlossplatz steht der Leuchter. Die jüdische Gemeinde traut sich raus, jetzt erst recht. Wenn Terroristen versuchen, uns Angst zu machen, dann machen wir das zum Trotz. Ich finde, in Stuttgart sind wir sicher. Wir wissen, dass die Polizei da ist, um uns zu beschützen. Wenn irgendwas ist, dann kommen wir zusammen, reden miteinander. Miteinander reden, das Schlüsselwort. Sie kennen und sie vertrauen sich. In Baden-Württemberg gab es den ersten Landesantisemitismusbeauftragten. Es gibt Anlaufstellen für jüdische Menschen. Zurzeit bewacht die Polizei die Stuttgarter Synagoge rund um die Uhr. Und was hinter den gesicherten Mauern stattfindet, das lernen Polizei-Azubis vom Polizeirabbiner. Lehrstunde übers Judentum. Und ich möchte vermitteln, dass es ganz normal eine Synagoge zu besuchen, dass die Polizisten sollen keine Hemmungen haben und sollen mehr verstehen von jüdischem Leben, weil sie stehen vor Synagogen. Antisemitismus bekämpfen, das heißt für Polizistinnen und Polizisten auch präsent zu sein bei Demonstrationen pro Palästina, wie in Mannheim. 250 Polizeikräfte, 1000 Demonstrierende. Aber oberstes Gebot auch hier: miteinander reden, Transparenz, Offenheit schon im Vorfeld. Man spricht über die Zeiten und über den Aufzugsweg. Und ganz konkret hier vor Ort bei der Versammlung gehen wir als Polizei auch nochmals auf den Versammlungsleiter zu, um einen kurzen Draht zu haben und eben schnell angepasst reagieren zu können. Was rufen Sie auf Arabisch? Was steht auf Ihren Plakaten? Die Polizei filmt mögliche Straftaten und sie hat einen Übersetzer in Zivil mit dabei, der geschult ist auf antisemitische Symbole, auf Verbotenes, wie dieses Plakat mit der Faust. Wir lassen das Ganze jetzt dokumentieren und später wird die Person kontrolliert werden. Die Demos verliefen bisher immer friedlich. Die Strategie der Polizei scheint aufzugehen, in Mannheim wie in Stuttgart. Aus dem Hintergrund stärken, sodass sich die jüdischen Menschen nicht verstecken müssen. Und je mehr Licht und mehr sichtbares jüdisches Leben, dann werden wir auch sicher fühlen und auch sicher sein. So senden sie während des Chanukka-Fests Licht in die Welt als Zeichen für Freiheit, für Frieden und Toleranz. In Berlin heute Abend Verleihung des Europäischen Filmpreises. Den für die beste Darstellerin hat Sandra Hüller gewonnen für ihre Rolle im Drama Anatomie eines Falls, das auch als bester Film ausgezeichnet wurde. Und jetzt die Lottozahlen dieses Samstags. Sie lauten wie immer ohne Gewähr: 16, 21, 30, 38, 42, 48, Superzahl 9. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 556. Jetzt noch die Wetteraussichten. Am Sonntag gibt es im Süden etwas Sonne, sonst bleibt es meist trüb und es regnet zeitweise. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 4 Grad in Vorpommern und 11 Grad am Oberrhein. Die neue Woche beginnt sehr mild und windig. Die Sonne zeigt sich kaum, dafür regnet es oft und vor allem im Süden ergiebig. Im Schwarzwald und an den Alpen droht Hochwasser.
Das war's von uns. Hier geht's jetzt weiter mit dem aktuellen Sportstudio. Nationalspieler Leon Goretzka vom FC Bayern ist zu Gast und wird vermutlich ein paar unangenehme Fragen zum heutigen Spiel beantworten müssen. Und um 0:55 Uhr gibt es dann die nächste Heute Express. Das war's von uns. Uns gibt's morgen wieder. Schönen Abend. Tschüss. Wiedersehen.